Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Wir haben Mitte Dezember 2023, draußen ist kalt, deswegen sitze ich wieder oben bei uns im Wohnzimmer und werde euch jetzt eine Pfeife vorstellen. Mark Twain, Huckleberry Finn, Tom Sawyer. Sie alle sind ja wohl weltbekannt und schaut euch einfach mal an, was ich euch vorstellen möchte. Ganz richtig, es geht um eine Missouri Meerschaum Corn Cob. Hier ist das gute Stück nochmal. Es ist ein ziemlicher Klopper und es ist die Missouri Meerschaum Corn Cob Mark Twain. Mark Twain, weltbekannt für seine beiden Abenteuerhelden Tom Sawyer, Huckleberry Finn, die ja in seinen Romanen auch die ein oder andere Maiskolbenpfeife rauchen. Mark Twain selbst war ja ebenfalls bekennender Pfeifenraucher und Missouri Meerschaum Corn Cob hat vor einiger Zeit eben diese Pfeife herausgebracht. Die heißt Mark Twain und zwar in der Ausführung Straight, mit geradem Mundstück. Und wie unschwer zu erkennen ist, von oben nach unten verjüngt sich der Kopf oder aber halt von unten nach oben wird er immer breiter. Ich hatte die Pfeife hier bei Cigar World gesehen. Die hat mich direkt angesprungen im Computer auf dem Bildschirm und da war für mich klar, das Teil musste haben. Ja, warum eigentlich? Tja, schaut euch die Pfeife doch an. Die Verarbeitung ist sensationell. Klar, Maiskolbenpfeifen kosten 15, 16 Euro, das hier waren 15,95 Euro meines Wissens. Aber man hat hier gut Pfeife in der Hand. Der Kopf hier oben ist schön dickwandig. Das Mundstück kann man bequem zwischen den Zähnen fixieren, falls man möchte. Meine Welt ist es nicht. Und das ist auch zugleich der einzige Nachteil bei dem Mundstück oder bei der Pfeife generell. Das Mundstück ist aus einem billigen Kunststoff. Ich meine, wenn die Pfeife nur 15,95 € kostet, muss ja irgendwo am Material gespart werden. Für die Clencher halt unter euch, Kunststoff, weich, nachgiebig. Ihr könnt die Pfeife zwischen den Zähnen fixieren, ihr könnt reden. Ich finde es halt einfach unmöglich. Ist natürlich wesentlich angenehmer, als wenn es ein hartes Stück Acryl wäre. Tja, wie ist die Pfeife so aufgebaut? Grundsätzlich eigentlich wie jede andere Pfeife auch. Wir haben einen Kopf, wir haben einen Holm und wir haben ein Mundstück. Und was bei Missouri Meerschaum ja sehr gut ist, die meisten Pfeifen von denen sind ja für 6 mm Filter vorgesehen. Leider Gottes nicht alle. Es gibt durchaus Pfeifen von Missouri Meerschaum, die ich halt gerne hätte und die ich mir halt eben, ich bin halt nun mal ein Mitfilterraucher, mir deswegen nicht holen kann. Denn auch aus der Reihe hier, gerade was Mark Twain angeht, es gibt hier auch die Huckleberry Finn Pfeife, die gefällt mir auch.
ist aber halt eben nur für Raucher ohne Filter gedacht. Oder es gibt ja auch die 5-Star MacArthur, die reizt mich ebenfalls, aber ebenfalls nur ohne Filter. Ich möchte natürlich pfeifen mit Filter. Aber kommen wir zum Mark Twain zurück. Ihr habt es ja bei den Detailaufnahmen schon sehen können. Ich bin immer noch dabei, die Pfeife einzurauchen. Die Rauchkammer ist inzwischen ja schön schwarz. Unten der Holm, der ins Mundstück reinragt, der ist schon angekogelt. Der ist auch schon alles dabei, rundherum sich zu verdichten, fest zu werden. Und ich gebe da noch ein paar Füllungen und dann ist die brauchbar wie jede andere Brière-Pfeife auch. Das habe ich schon immer propagiert, schon vor vielen Jahren. Es grassiert ja immer noch, selbst in den USA, der Mythos, man könne eine Corn Cob maximal 20 Mal rauchen, danach ist sie gesättigt und muss in den Müll. Absoluter Schwachsinn. Meine älteste Corn Cob ist über 20 Jahre alt. Ich habe da schon hunderte von Füllungen Tabak draus geraucht. Erst war es Captain Black, später habe ich es dann noch genommen, um die, ist mir der Name entfallen, den Indian Summer zu rauchen. Sorry. Von der Scandinavian Tobacco Group, Indian Summer. Und die raucht sich 1A, die ist gut eingeraucht. Und weil manch einer ja sagt, Maiskolbenpfeifen brauchst du nicht einrauchen, machst du wie bei einer Meerschaumpfeife, Stopf und rauchen, fertig. Ja, kann man natürlich machen. Wenn die Pfeife kaputt geht, schmeißt man sie weg, kauft sich eine neue. Oder aber man behandelt sie doch wie eine Brière-Pfeife, man raucht sie bedächtig ein. Der große Vorteil hierbei ist halt, das ist eben vergleichbar mit Meerschaumpfeifen, das Material vom Maiskolben ist halt eben sehr, sehr porös, nimmt also gut Feuchtigkeit auf und hat halt auch den Nachteil dadurch, wenn man die Pfeife geraucht hat. Meine Brière-Pfeife, sagt man ja im Schnitt, braucht so 24 Stunden zum Ruhen Minimum. Bei einer Missouri Meerschaum Corn Cob gehe ich dahin eigentlich mindestens 48 Stunden, eher ein paar Tage. Das ist einfach sicherer. Weil ich lasse meine lang genug ruhen, ich habe ja auch genügend zur Auswahl. Und zu der zählt auch die Mark Twain. Ich habe die jetzt bestimmt 7 oder 8 oder 9 Mal geraucht. Ich habe es nicht gezählt. Ich mache das immer aus dem Bauchgefühl heraus. Jedenfalls, die Pfeife raucht sich 1A. Sie liegt gut in der Hand. Ich bin ja einer, der eben die Pfeifen lieber in der Hand hält. Einzige Ausnahme bei mir, wo ich die Pfeifen nicht in der Hand habe, ist, wenn ich mit meinen Kakteen arbeite. Draußen auf der Loggia, ja, halbwegs im Freien halt noch. Dann heißt es halt auch für mich, Pfeife zwischen die Zähne, arbeiten, hantieren, rauchen. Ist aber, wie gesagt, aus verschiedenen Gründen nicht so meine Welt. Erstens mal diese Dauerbeanspruchung für den Kiefer, dann das weiche Mundstück und man zieht automatisch zu sehr an den Pfeifen. Dann, wenn man draußen ist, raucht man sie zu heiß, ohne es zu merken, weil ja auch immer so ein bisschen Wind geht. Aber als Arbeitstiere, für preiswerte Arbeitstiere sind die halt optimal, die Pfeifen. Und gerade hier die Mark Twain, in die passt ganz schön was rein. Die meisten Corn-Cob-Pfeifen haben so ein knapp mittleres Füllvolumen, manchmal sogar ein kleineres. Aber wenn ich mir jetzt die Mark Twain, den Klopper hier mal angucke, Mittelfinger, Rinde mit, zack, der Mittelfinger geht rein. Ich habe nach unten noch so ein bisschen Platz und für mich ist es einfach nur optimal. Sekunde. Für mich ist es einfach optimal, weil bei einem mittleren Füllvolumen rauche ich eine Pfeife mindestens eine Stunde. Das sind meistens so 70 Minuten, es können manchmal auch 80 Minuten sein. Das ist abhängig vom Tabak. Aber wenn ich genüsslich da sitze und schmöke, so 70 Minuten im Schnitt, mal mehr, mal weniger. Und dafür ist sie einfach genial. Hinsetzen, gemütlich rauchen, ein bisschen was nebenbei vielleicht im Garten machen. Für solche Zwecke ist sie einfach nur top. Und was mir halt verdammt gut gefällt, ist diese etwas ausladende Kopf hier oben mit der doch wirklich sehr, sehr dicken Wandung, was sie halt auch schon rein optisch von 0815 Corn Cobs absolut unterscheidet. Wie andere Corn Cobs halt auch. Hier unten, ihr seht ja, das Ganze ist plan. Hier ist dann auch die Stempelung von Missouri Meerschaum als Aufkleber drauf. Und da kann man die Pfeife bequem abstellen. Das ist halt äußerst bequem. Und von daher für mich eine der ersten Wahlpfeifen, wenn ich auf der Loggia bin und dort zu tun habe. Diese hier und die ein oder andere Stand-Up-Poker. Ja, und das war es auch schon soweit von mir für heute. Die Vorstellung von Missouri Meerschaum Corn Cob Mark Twain. 6 mm gefiltert. Ihr kennt es ja, gewohnterweise hier unten, Kommentarfunktion.
Mich würde natürlich interessieren, wer von euch hat ebenfalls die Mark Twain Pfeife? Wie ist eure Meinung generell zu Meerschaumpfeifen von Missouri Meerschaum, also sprich keine Meerschaumpfeifen, sondern Maiskolbenpfeifen? Der Name ist halt immer so ein bisschen verwirrend, weil mit Meerschaum haben die Pfeifen nichts zu tun. Gibt es vielleicht welche unter euch, die die Pfeife selbst schon im Auge haben und nicht so ganz wussten, ob sie sich zulegen sollen oder nicht? Habt ihr Fragen zu der Mark Twain Pfeife? Hier, Kommentarfunktion, sie ist ja dafür da. Lasst uns ein wenig austauschen. Ich jedenfalls bin heilfroh, dass ich dieses Schmuckstück hier in meiner Sammlung habe und rauchen kann, weil zum Rauchen ist sie gemacht. This pipe is made for smoking. Und von daher, Nancy Sinatra hätte ihren Spaß dabei. Also, es lohnt sich meiner Meinung nach, daher auch von mir absolut die Empfehlung. Ich habe sie bis jetzt bei Cigar World gesehen, dort ist sie auch immer noch erhältlich. Den Link packe ich euch hier unten rein in gewohnter Weise. Schaut es euch einfach mal an. Und dann könnt ihr ja überlegen, kaufen oder nicht kaufen. Ich lege es euch auf jeden Fall ans Herz. Sie ist eine tolle Pfeife. Sie raucht sich fantastisch gut. Und dank des etwas größeren Füllvolumens, wie gesagt, wir sind bei einem mittleren bis gut mittleren, weil der Finger geht rein bis zum ersten Glied. Ich habe nach unten noch ein bisschen Platz, also es ist ein mittleres Füllvolumen. Und daher Rauchvergnügen, wie gesagt, eine Stunde, etwas über eine Stunde. Dann war es auch schon soweit. Von mir, wie gesagt, ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch in gewohnter Weise weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt gesund. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder hier auf meinem Kanal. Da wird es wieder das eine oder andere Review geben, zum Tabak, zur Pfeife, zum Zubehör, wie auch immer. Ihr werdet es ja sehen. Happy Puffing, macht's gut und bis dann. Ciao.